Hitler-Dokus in der Antarktis. Ey, ich sag's dir, das ist die Nummer 1 Hilfe beim Powernappen. Also wenn ihr Powernap Tipps braucht vom Bären, ich weiß auf jeden Fall, wie man schläft. Das ist ein guter Zeitpunkt, denn es ist 14:38 Uhr im guten Heilbronn. Wir gehen gleich ins Training und ich sag's euch, ich bin heute, ich hab's in Insta auch schon in meine Story gehauen, ich bin um 11:30 Uhr aufgewacht. Verarscht mich. Weißt du, wann das letzte Mal passiert ist? Dann hast du eigentlich Mittagsschlaf um 11:30 Uhr. Digga, hatte ich so zwei Gedanken. Ich dachte mir einerseits, Junge, was geht denn bei dir ab? Ich gucke so auf meine Schlafmaske, wenn ich die ausmache, dann steht da immer die Zeit, wie lange ich geschlafen habe, einfach 11 Stunden. Holy shit. Knockout. Aber ist halt der Bär- und Winterschlaf fittet schon auch. Ja, ich habe Stefan heute einen Check-in geschickt, der sagt selten was Gutes, aber heute hat er auf jeden Fall was Gutes gedroppt. Das ist schön, aber ich könnte mich jetzt tatsächlich hier auch hinlegen. Das wird aber nicht gemacht. Warte mal, glaubst du, Hitler ist in der Antarktis gewesen? Ach, nach Digga, 45? jetzt kommen hier die Aluhutträger. Ich glaube gar nichts. Ich schaue mir das einfach gern an, weil ich dabei gut einschlafen kann. Das ist so der Standard. Oder wenn hier der Gärtner am Start ist. Ich brauche immer Nebengeräusche, weißt du? Mhm. Ich habe oben den Ventilator stehen und wenn der so ganz entspannt in seinem Flow ist, dann kann man gut pennen. Ich fahre gerade auf die Dinger ab, sag ich dir ehrlich. Ich kann Reisbrei nicht mehr sehen. Stefan hat wieder die Kalorien erhöht. Und davon fliegen am Tag, guck mal, gestern gekommen, drüben steht noch der Karton, schon fast wieder halb leer. Und da zwirbel ich mir mal einige rein. Und heute ist so ein Tag, wenn du halt erst um 11 Uhr aufwachst, dann wird es mit den Meals ziemlich eng. Und die Dinger gehen halt richtig gut rein. Habe ich mir jetzt 150 Gramm, bevor du gekommen bist, gerade hinter die Binde gezimmert. Und die Carbs machen schon Druck, deswegen lacht mich die Couch auch schon an, aber ja, da ist jetzt keine Zeit für. Digga, Bananen sind schon rares Gut bei uns, gell? Digga, guck mal, weißt du, was das Problem ist? Wenn du immer was von mir willst, du schreibst es mir 5 Minuten vorher, bevor ich ins Auto komme. Da fallen dir Schoko Crispies ein von ESN, da fallen dir Bananen ein, dann fällt dir ein Lachs ein, dann fällt dir ein Hähnchen ein. Das ist nur 10 Minuten bevor ich losfahre. Der Hähnchen war noch nicht aus. Ja, das reicht ja. Aber wenn ich dir 10 Stunden vorher schreibe, dann vergisst du es jedes Mal. Muss mir noch mal sagen. Aber dann könnte ich dir mehr besorgen. Bei denen ist es so, wenn ich was brauche, eine Woche vorher muss ich schreiben, dann kann der das abchecken, kann der die Bananen einkaufen. Dann sage ich es 3 Tage und dann sagt ja, aber erinnere mich dann am Abend vorher nochmal oder am besten am nächsten Tag. Dann muss ich immer den 3-fachen Reminder setzen, anstatt dass er seinen Kalender benutzt und einfach einträgt, yo, Bananen mitnehmen. Aber letzten Endes, Da sind sie. Und eigentlich, wenn du mich dran remindest, ist es immer da. Ich habe eigentlich fast alles immer da. Ja, safe. Gell? Dennis hilft mir hier aus mit Bananen. Da Dennis auch ESN-Athlet ist, auch besten Dank an die Community für Code Schwabe Support. Nein, auch an meiner Stelle, weil ich habe den Aufruf gemacht und die Leute haben dich unterstützt. Und das finde ich geil. Das ist eine schöne Sache, wie der Schwabe sagen würde. Okay. Ich muss auch nochmal echt vielen Dank an den ganzen Support dalassen. Das ist nicht selbstverständlich, das darf man nicht so sagen. Aber ich war echt überrascht, wie viele mir auch geschrieben haben, wie arg sie uns beide feiern. Digga, weißt du, wo ich aber überrascht bin? Sorry, dass ich ins Wort falle. Die Bar da drüben sieht immer noch gleich aus. So als wäre hier nur eine ESN-Athlet im Gym. Ja gut, aber wenn man reinrechnet, dass der Daily wieder meiner ist, das Isoclear, der Intra, der Booster da. Was? Die Gearsticks, also Ding. Was? Dennis Reinhold vor 2 Wochen. Bruder, was geht? Kreatinsticks sind alle, by the way. Bist jetzt auch bei ESN-Athlet. Willst du welche mitbringen? Dennis Reinhold kommt her vor 2 Wochen. Digga, ich habe auch Kreatinsticks dabei.
Alter, ich habe keine mehr, die sind Rarität, was soll ich machen, Alter? Ich wollte die sogar bestellen in meiner letzten Bestellung und die sagen, wir können die nicht mehr liefern. Leg dir hier 2 Kreatinsticks hin. Aber sei ehrlich, was ist alles von mir da? Von dir ist da, das da Ja. und da sind wir auch schon beim Oh, Salat. was ist mit dem Kaktus? Das ist noch meins. Nee, das hab ich dir gebracht, den Der Kaktus. trinkt Intra Daily während dem Training eigentlich. Hier, mit Green Apple. Guck mal, ich fasse es nicht mal an. Ja, wer trinkt das? Ich hab keinen Kaktus. Trinke ich Daily während dem Training. Du hast gesagt, wir brauchen ihn. Ich habe wieder mitgebracht. Ja, für wen habe ich mitgedacht? Natürlich für meinen lieben Partner hier. Guck mal, so kümmere ich mich um dich. Und da sind wir jetzt. Weil ich benutze Intra-Workout während dem Training und mein Pre-Workout vor dem Training. Und da schmeiße ich mir wie heute manchmal noch ein Sour Watermelon rein. Aber weißt du, was schön ist? Wir sind gut versorgt. Und von wem es kommt, ist letztendlich egal. Denn das Ding muss rein, es muss wirken. Und wenn wir Neues brauchen, muss es halt jemand abchecken. Und heute steht Rücken auf dem Plan. Stefan hat gesagt, beim Rücken geht was vorwärts. Martina meinte bei dir auch. Beziehungsweise habe ich auch gesehen, dass bei dir was vorwärts geht. Und da müssen wir jetzt weitermachen. Essen, wie läuft's? 2 Tage schlecht. Wieso schlecht? Also ich glaube, ich habe so 500 Carbs gegessen mit so 350 Eiweiß, aber ich hätte so 700, 800 Gramm Carbs gebraucht auf jeden Fall in den Rest Days. Gut, ich bin rumgelegen, habe geschlafen, wie wir ja gesagt haben, aber hätte ein bisschen mehr sein können, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und habe zu viel rotes Fleisch in die Meals reingemacht. Kann das ein Fehler sein, Urs? Ja? 100%. Ich habe ja auch Dennis geraten, weniger rotes Fleisch. Der war ja Dennis rotes Fleisch Reinhold. Der hat ja, glaube ich, der hat ja den ganzen Tag sowieso nur Fleisch gegessen. Habe ich gesagt, Digga, vertrau mir und mach mehr mit Whey und Chicken. Und seitdem verdaut sich's auch besser und schneller und der Junge wächst richtig. Guck den mal an, also richtiger Brocken. War einfach rotes Fleisch, länger verweilt im Magen. Es ist zwar gut vom Aminosäurenprofil, aber ist jetzt nicht viel besser als irgendwie Whey oder so. Eigentlich ist Whey tatsächlich besser, nur die Leute denken immer, Fleisch macht Fleisch. So. Und wo ich sage, das ist Mythos, ich bin sowas von überzeugt mittlerweile, weil ich habe alles probiert. Ich habe 1,8 Kilo Fleisch am Tag gegessen. Also ich sag so, das hat gedauert, aber er hat mich leicht überzeugt, dass ich mein Fleisch reduziert habe auf 600 Gramm am Tag, was er immer, wo er immer noch rummeckert, dass es eigentlich so, aber ich glaube, der hat da echt recht, weil meiner Verdauung geht es besser und ich kann auch deutlich mehr Carbs essen, deutlich mehr. Und seitdem gehst du auseinander wie ein Hefezopf und die Kraft geht vor allem vorwärts. Und ich finde, Carbs sind schon das Wichtigste als Zündstoff im Training und als Mittel, um den Muskel prall und rund zu machen und den Muskel aufzubauen. Weil Proteine tatsächlich muss man auch nicht so hoch halten, wie man immer dachte, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt so Outliers, wo 400-500 Gramm oder so damit gut klarkommen, aber was ist denn das Ganze? Rotes Fleisch und Protein, das ist was nicht so leicht verdaut wird. Dementsprechend wollen wir eine schnelle Verdaubarkeit im Körper. Wir wollen gerade im Aufbau oder an Dennis seiner Stelle, der 8 bis 10 Mahlzeiten am Tag eigentlich essen müsste. Wie wir gestern, schicken uns immer so Reels zu. Ich habe dir gestern von Jay Cutler und Ronnie, Das war brutal. Aber wie die gefressen haben, Digga. und die hatten ja damals nicht so gute, ich sage jetzt mal, Hilfen wie jetzt wir heutzutage. Wir haben ja wirklich nur diese Grits, dieses rohe Ei, klar, da war ja nichts mit Geschmack. Ja, oder. Jay hat 10-mal am Tag gefressen, überleg mal. Das ist 1000 Gramm Carbs Minimum. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn du so, ich glaube, du kannst das so vom Appetit in deinem Magen her, doch, du würdest das packen. Ich würde es packen, aber ich müsste erstmal um 8 Uhr aufstehen wieder. Weil das schaut auch auf jeden Fall, das ist gerade so, das muss ich auch, das glaube ich ein guter Tipp für die Community auch oder für gerade die Jüngeren oder die was so in Schulzeiten oder in den Sommerferien in diesen falschen Rhythmus, nenne ich den immer, kommen, weil das ist jetzt wieder meine erste Offseason seit Jahren und Dennis war immer früher, wo ich noch in der Diät war, jetzt für Offenbach und für Olympia dann, Dennis war immer so lang wach und der hat mir dann manchmal noch um 1, halb 2 geschrieben, ja, muss noch essen
Und ich dachte mir so, ja, steh doch früher auf. Aber das verschiebt sich so dann langsam, aber es ist wie so der Teufel, der sich da rein quetscht. Und dann saß ich auch gestern, wie gesagt, um 12 da, hab mir noch eine fette Mahlzeit reingekloppt, weil eigentlich hätte ich noch 2 offen gehabt und hab mir dann eine richtig dicke reingeschoben und bin dann pennen gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ey, ich muss jetzt wieder gucken, dass ich heute Abend dann wieder um 10 schlafen gehe. Aber wenn wir jetzt mal auf den Tacho gucken, bis nach dem Training mit 2 Mahlzeiten drin. Ich sehe mich schon wieder heute nachts um 2 mit der Geschichtsdoku und 2 Mahlzeiten offen auf der Couch. Ich muss ja noch kurz eins sagen. Urs hat ja eine Krisenmahlzeit gegessen, bevor er geschlafen hat. Das will ich mal kurz sagen, weil das ist ja dann im Glykogenspeicher drin, weil viele Leute, die denken immer, dass ihr Pre-Workout-Meal direkt verwertet wird als Energiequelle. Das ist ein riesen... Nein. Unter dem Pre- und Post-Workout-Meal steckt eigentlich noch folgende Thematik, dass einfach auf leicht verdauliche Mahlzeiten gesetzt wird, wie jetzt die Schoko Crispies oder Rice Crispies, was ich gegessen habe mit Performance Whey, also einem Whey-Hydrolysat, weil es uns einfach die Verdauung extrem vereinfacht. Und wenn ich jetzt ein Steak mit Kartoffeln vorm Training gegessen hätte, würde das A, ewig da drin liegen, B, die Verdauung braucht Blut. Wenn Blut im Verdauungstrakt ist, dann ist es nicht in unserer Muskulatur und dementsprechend setzt man da einfach auf leicht Verdauliches. Das Einzige, was ankommt im Training, ist vielleicht der Salz oder das Salz, was ihr euch vor dem Training noch mit reinlädt. Aber ja, sonst ist man, also sonst um so zu sagen, ich weiß immer, Montag und Freitag sind unsere Rückensessions, dann gucke ich immer, dass ich Sonntag entweder mit einem Cheat Meal arbeite, abends und nochmal richtig fett wie was reinlad, weil das am nächsten Tag dann fürs Training richtig Zündung macht und nicht so an dem Trainingstag. Und weil, wenn ihr euch jetzt vor dem Training einen Burger mit 2 Pommes reinhaut und noch einen Milchshake, dann fühlt ihr euch einfach nur scheiße im Training. Dann macht der Blutzucker so, dann macht er die Biege und dann seid ihr so und bringt keine Leistung. Deswegen fühlt man sich auch immer so gut, wenn man morgens nüchtern trainieren geht, weil der Blutzucker einfach nicht gespiked ist. Also das zu der Ernährungsthematik. Gemacht in so letzten 4 Wochen manchmal von meiner Prep, dass ich morgens ganz nüchtern trainieren gegangen bin, weil ich hatte keine Kohlenhydrate, nur noch so 50 bis 100. Ja, dann geht's schon. Aber so eine Scheiße machen wir nächstes Jahr gar nicht mehr. Ja. So was machen wir nicht mehr mit dem Kerle. In diesem Sinne, Gesicht kribbelt. Leg mal los. Bizeps und dann Rücken. So machen wir das montags immer. Und freitags dann Rücken und dann Bizeps. Einfach weil man in den ersten Übungen noch fokussierter ist. Und dickere Arme braucht man immer. Und jetzt sind wirklich wichtige Trainingseinheiten auch in der Offseason. Weil am Ende die Muskulatur zu konservieren, das kann ich. Diäten, da bin ich richtig gut drin. Natürlich über die letzten 5 Jahre hat man sich die Skills angeeignet, aber was Aufbau angeht, bin ich ja nicht so erfahren, wenn man die letzten 5 Jahre eigentlich immer früher Herbstwettkämpfe gemacht hat. Deswegen muss jetzt bis Februar, bis Diätbeginn, habe ich jetzt geleakt, muss auf jeden Fall noch aufgebaut werden. Gewicht gerade, viele haben nach Gewicht gefragt. Haben wir beide aber auch schon gesagt, ist so irrelevant tatsächlich. Also Gewicht sagt so wenig aus, weil viele mir auch schreiben so, 140, 150 Kilo, dann bist du brutal. Wenn ich jetzt so auf 150 Kilo hochfresse, sehe ich einfach noch aus wie eine Mülltonne mit so einer Mittelpartie und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen jedes Jahr 3, 4, 5 sehr hochqualitative Kilo und dann ist es in 2, 3 Jahren auf jeden Fall der Titel. Und da wollen wir hin. Aussagen. Wenn sie auch mal fragen, so, was hat der Urs an Gewicht, was hast du an Gewicht? Wiegst du jetzt 132? Erstens, ich hatte noch nie 132. Zweitens, wie Urs gesagt hat, die bringen uns nichts, wenn wir so eine Kühlschranktaille haben. Und ich glaube, es ist nicht mal falsch gesprochen, wenn wir sagen, wir haben eigentlich die schmalste Taille so von oben oder so. Ist ja scheißegal. Das habe ich Dennis auch gesagt, wir schauen nicht mehr nach anderen, wir schauen nur nach uns und das funktioniert für uns. Wir bauen auf jeden Fall
sehr gut Muskulatur gerade auf, haben die Mittelpartie sehr gut im Griff und so funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir fressen so viel wir können und wenn wir jetzt merken würden, hey, das würde kippen und irgendwas wird nicht passen, Würden wir das nicht sagen? würden wir uns das gegenseitig auch sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, ey Digga, irgendwie passt da nicht mehr das richtig zusammen. Irgendwie schiebst du einen Kessel. Ja, dann sind wir da immer direkt und ehrlich zueinander. Das ist ja auch das Gute an dem Partner, der A, was von der Thematik auch versteht und B, tagtäglich mit dir zusammen am Start ist. So. Aber ich glaube einfach, jetzt hatte ich heute Morgen 123 Kilo, es schwankt immer so zwischen 122 und 124 bei mir und bei Dennis glaube ich auch ungefähr. Und jetzt so das Gewicht in Richtung 130 zu pushen mit der Form, dann hat man da auf jeden Fall A, keine ewig lange Vorbereitung, wo man extrem viel abschmeißen muss und was dann immer so ein bisschen ausgewetzt, ausgezerrt aussieht im Körper oder auf der Physik, die man auf der Bühne hat, sondern sieht dann stabil und prall aus. Also Dennis kann es bezeugen, der hat mein Blutbild gesehen. Mein Blutbild war nach der Open-Saison besser als nach allen meinen Classic-Jahren. Wobei ja auch das Classic-Ding, das war ja schon, das hätte ich hätte es nicht durchgehalten. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte es hingeschmissen mental. Das ist mein. Digga, der hat nur Whey vom Training gegessen, nur pures Whey, das war's. Mit Salz aber. Hey. Yes. Konzentrier dich mal, was ist das? Das ist Power. Geil. Komm, mach noch 3. 2 Mann. Komm, kontrollier die mehr, nicht so schwingen. Mach die schön. Jawohl. Weiter. Ja, lass den Ellbogen hinten. Nicht aus der vorderen Schulter. Komm. Ja, genau so. Bleib da drin. Genau hier hoch. Und höher. Komm. Höher. Komm jetzt. Bleib hier mit dem Arm. Hier drin. Ja, genau. Schön. Am Arm vorbei. Und squeezen. Komm. Jawohl, der arbeitet richtig krank. Hoch. Komm. Jawohl. Sehr schön. Auf Dennis. Komm. Die zählen jetzt. Komm, helft dir rein oben. Mehr am Ohr vorbei ist eigentlich. Komm. Ja, genau. Schön. Eindrehen das Ding. Ja, 2 noch. Komm. Hoch. Hoch jetzt. Okay. Wow. Sehr gut. Boah. Das war der beste Satz, den du hier je gemacht hast. Geil. Sehr gut. Stark. Weißt du, was ich so geil finde? Die Leute schreiben gerade wieder, jedes neue Video sehe ich älter aus. Es nimmt jetzt wieder diese Routine an. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Gehe ich mit dem Gewicht hoch, kommt immer, ey, du siehst aus wie 50. Gehe ich zum Wettkampf hin, oh, du siehst jetzt ja richtig frisch und jung aus. Also nochmal für alle im Aufbau, wenn man mehr Körperfett hat, mehr Wasser im Gesicht, mehr Fülle, sieht man tendenziell älter aus. Wenn man dann wieder sich runter definiert zum Wettkampf, kriegt man so einen jüngeren, frischeren Look. Zur Erklärung, warum das so ist, weiß ich selber nicht, aber es lässt dich halt altern. Aber ich muss sagen, es hält sich komplett in Grenzen beim Urs. Die Falte haben wir noch nicht hinten so. Die kommt ab 130, der Kreditkartending.
Jawohl. War geil. Hat mir gefallen. Aber rüst. Wenn ihr die Übung auch daheim machen wollt, stellt die Bank so auf, was haben wir da, 28 Grad. Also ungefähr die Schräge, muss jetzt nicht genau gleich sein. Und dann versucht die Kurzhantel sozusagen am Kopf vorbei zu bewegen. Und versucht da nicht so mit Schwung zu arbeiten, sondern wirklich hier aus dem Arm. Und versucht die so nach vorne zu scoopen. Also wie so, ohne dass die Schulter halt vorgeht, nur so vom Gefühl. Und dann oben nochmal schön zu kontrahieren, wie bei Dennis jetzt zum Beispiel. Das ist richtig geil. Sehr gut. Auf, Bro, komm. Ja. Jawohl. Ja. Komm. Oh, geiles Set. Komm weiter. Weiter. Gut, du hast weiter anstrengen, komm. Heute ist Dampf da, komm. Jawohl, komm noch rein. Ja, rein, komm. Ja. Oh, ist geil, wie wir Woche für Woche besser werden. Schon schön in der Offseason. Muss, so wie wir trainieren. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe da richtig Bock auf Bodybuilding. Ich freue mich auf jedes Training mit dir so. Ich gehe hier rein, Digga, und es ist einfach... Digga, wenn wir keinen Bock hätten auf die Schlachten, was wir hier machen, dann würden wir die nicht machen. Ja, aber ich habe die Schlachten gemacht die letzten 3 Jahre und Ja, ich habe... Der Bock hat sich schon in Grenzen aber gehalten. würdest du sagen, dass du mit der gleichen Intensität trainiert wie jetzt, wie mir seit so Monaten? Nee, ich glaube, so intensiv habe ich noch nie trainiert. Geht ja auch gar nicht. Wenn du alleine trainierst, kannst du ja nicht so Forced Reps machen. Also geht ja mechanisch allein schon nicht. Vom Feeling und vom Feedback vom Coach, und ich habe auch noch nie so professionell Bodybuilding betrieben wie jetzt, würde ich sagen. Also im Aufbau. In der Diät bin ich immer, weißt du ja, bin ich locked in, Digga, da gibt es gar nichts, aber überhaupt nichts. Alles in meinem Leben wird dann so, jetzt ist das Ziel Olympia. Aber in der Offseason braucht man zwar auch so Ruhe und so, oder Social Events, wie wir manchmal machen, so weggehen oder sowas. Einfach ein bisschen mal einen Tag irgendwo genießen, aber wir zerstören uns hier schon gut. Stark, komm. Das kann nicht sein. Was denn? Gerade bei der Übung bin ich links so viel stärker. Ich hätte ja noch 5 machen können oder so. Ich weiß gar nicht, warum das... Da geht's noch so. Da muss ich auch noch helfen. Da bin ich so 1-2 stärker mit der Seite. Aber du kannst hier gut stabilisieren und vielleicht dann, weißt du, ich meine, hat was mit Stabilisierung. Du bist ja schon fest drin. Das ist krank, wirklich. Ich habe beide Seiten 12 gemacht und da hätte ich 16 machen können. Aber da in dem Fall auch, macht einfach eure schwache Seite zuerst. Macht so viele geht, knallt euch richtig weg und dann macht die starke Seite und matcht die Wiederholung. Also einfach die gleiche Anzahl dann machen, obwohl ihr auch theoretisch mehr machen könntet. So bilde ich mir ein. Gleicht sich das dann aus, beziehungsweise wird nicht so übertrieben dominant eine Seite. Disbalancen haben wir alle, keine Sorge. Sehr gut. Ja, voll gut, Mann. Jawohl. Schön. Gut. Ja. Jawohl. Weiter. Komm, Dennis. Geht schon. Ja, komm. Jawohl. Zug. Komm, eine noch. Ich bin da. Auf. Zug. Komm, Mann. Auf. Ja. Boah. Geht. Ja. Auf, Dennis. Komm weiter. Ja. 2 noch. Ja. Bleib aufrecht. Ja. Komm, Mann. Komm. Oh.
squeezen, Digga. Komm, squeeze. Geil. Gut. Yes, Baby, weiter. Weiter, weiter. Ja. Komm, Power. Jetzt helfe ich dir. Komm, mach jetzt, Mann. Mach jetzt. Überzüge. Bisschen. Nee, nicht bisschen, schon auch schwer mittlerweile. Digga, natürlich, wir bolzen jetzt alles schwer. Überzüge so, um gut Blut in den Latt reinzukriegen, guten Stretch reinzukriegen und dann geht's an Ruderübungen. Hey, Digga. Wir zerstören uns hier bei Überzügen, zerstören uns dann bei Rudern, zerstören uns beim nächsten Ruder. Das ist ja jetzt kein... aber wenn du jetzt sagst, ein bisschen Blut reinzukriegen, Das ist so schnell. wir schlachten uns ja völlig daher und dann gehen wir zum nächsten und schlachten uns da daher. Aber wir arbeiten uns jetzt hoch zum Arbeitsgewicht, kriegen erstmal Blut rein und dann machen wir Rabau, sagt der Blut reinkriegen und macht dann 200 Kilo Überzüge. Blut in den Kopf kriegen wir rein. Das auf jeden Fall. Digga, findest du eigentlich, das Infra bringt was? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe das jetzt seit 4 Wochen wieder drin. Und irgendwie, ich trinke es, weil mein Trainer mir das sagt, aber so richtig spüren tue ich das Ganze nicht, Alter. Ja, also bei mir ist ja so, ich habe ja fast 120 Gramm Carbs im Training. Und ich bin ja der Körper, du kennst mich ja mittlerweile im Training. Ich brenne ja komplett durch im Training. Du bist ja überhaupt nicht so. Hält schon auf, ja. Schon hat Vielleicht auch einfach, sorry, dass ich unterbreche, vielleicht einfach, weil ich 30 oder was habe ich, 30 Gramm Carbs sind es ja. Vielleicht ist es einfach zu wenig. Ja. Ich habe halt 120, ja. Und ich habe halt auch noch 3 Gramm Salz drin im Training, im Wasser. Du meidest ja Salz und bei mir Salz ein Freund. Nein, tue ich es nicht. Ich habe eine 7 Gramm drin, aber halt keine 20. Mit 7 Gramm würde ich so sein, alles verkrampft im Training, so würde ich rumlaufen, wird gar nicht. 15 brauche ich safe. Also 15 bis 20 so, der Range, ganz gut. Weil wir unterschiedliche Körper sind, ne? Das ist ja das Geile, ich und Urs sind eigentlich Feuer und Wasser, aber im Training Sind wir eins. Ja, da sieht man aber auch, Training soll sich ja nicht unterscheiden. Du musst halt einfach anders bzw. mehr fressen und mehr salzen und halt von der Supplementierung was anderes machen. Aber ich merke es ja schon, um Frage zurückzukommen, die 120, die merke ich richtig. Okay. Ja, vielleicht ist einfach noch vielleicht muss ich das wie die Polen machen, wo wir da waren. Wie haben die das noch gemacht? Die haben irgendwie 300 Gramm Carbs ums Training, also in Form von Pulver, ja. Und ein paar anderen Zaubermitteln, Digga. Aber dann Bizeps mit mir trainiert, so bleich angelaufen, dass die fast von der Hantelbank geflogen sind. Liebe Grüße an die beiden. Weil jetzt zählt's, Mann! Komm! Ja. Komm, muss ich auf! Power! Zieh! Negativ, komm! 2 noch. Negativ! Komm, ganz, komm! Beine. Oh. Wow. Der war nice, Alter. Oh. Weiter. Komm, Brust raus. Nicht einbrechen mit dem Oberkörper. Ja. Chest high. Komm jetzt. Auf. Komm. Komm jetzt. Eine noch nochmal. Komm. Und negative jetzt. Komm. Ich bin da. Rein damit. Halt. Komm. Okay. Noch eine. Komm.
Okay. Ja. Supergeil. Jetzt haben wir hier diesen tronierten Mac-Griff und machen jetzt nochmal einen Satz damit. Ein bisschen leichter, ein paar mehr Wiederholungen. Hat man einfach so ein ganz verschicktes, geiles Gefühl damit. Habe ich mit Arda im letzten Video in Hamburg gemacht. Ja, muss man einfach ausprobieren, ist ganz schwierig zu beschreiben. Aber hat man ein richtig geiles Gefühl im Latissimus. Also, wenn ihr Flügel haben wollt, auf jeden Fall nicht nur Red Bull trinken, sondern auch mit Mac-Griff Überzüge. Der verleiht nämlich auch Flügel. Überzüge generell, geile Übung, gell? Also für mich ist das, so wie wir die jetzt langsam machen, ist das die Übung, wo ich fast am meisten spüre. Überzüge fand ich immer schon geil irgendwie. Klar durch Dorian Yates auch, weil der die immer richtig weggeschraubt hat, aber gerade am Anfang vom Training kann ich die sehr empfehlen. So, es gibt Übungen, wenn man die in der Mitte oder am Ende vom Training macht, sind die nicht mehr so wirkungsvoll wie andere. Und ich finde es auch an der Maschine nicht so geil, wie da jetzt. Ja. Meine Meinung. Wenn man da für sich die Technik rausgefunden hat, finde ich. Sonst gibt schon die Nautilus-Überzugmaschine schon gut. Aber auch wieder von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Gut. Komm, Digga, weiter. Okay. Übergeil. Fühlt sich schon pervers an, Mann. Ja, wir probieren gerade ein bisschen rum. Wir stellen zwar fast nie unser Training um, also Split sowieso nicht, aber auch die Übungsauswahl nicht. Also so die, wie soll ich sagen, die Winkel ändern sich nicht. Also dass wir zum Beispiel mit einer Pulldown anfangen, aber hätten wir jetzt zwei verschiedene hier, oder wie jetzt die horizontale Rudermaschine, ob wir die drüben machen oder die hier, das schenkt sich ja von dem Bewegungsmuster nicht viel. Es ist halt eine andere Maschine und da probieren wir gerade so ein bisschen rum, weil wir schon auch wirklich nur noch das machen, wo wir unseren Rücken richtig mit treffen, weil das erfahrungsweise am besten halt funktioniert. Deswegen machen wir die gerade und die ist ziemlich cool. Die habe ich früher mal bei Roman gesehen, liebe Grüße. Und immer noch, du bist hier herzlich eingeladen, Digga. Du wohnst nur 3 Stunden von mir weg. Schwing den Arsch hierher, Roman. Weißt schon. Geht alleine, Mann. Komm. Einer. Komm, Mann, anstrengen. Ein noch. Ein einziger noch. Komm, Power. Der ging nicht mehr. Anschnallen. Man muss auch mal einen gratis Shoutout an Versa Grips machen. Ja. Das sind einfach die besten. Mit Abstand. Seitdem ich trainiere, habe ich die schon. Die wurden schon genäht. Ja. Von meiner Freundin neu Klett hingemacht und die halten immer noch. Ja, sage ich ganz ehrlich auch. Bestellt dort. Habe ich keinen Code, kriege ich keine Kohle, gar nichts, aber die haben einfach geile Qualität. Weißt du, was ich zum ersten Mal gesehen habe? Tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, beim Roman. Echt? Roman Fritzweg. Bester Mann. Roman hat das Bodybuilding geprägt hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Leute Apfelessig saufen wegen dem. Nee, Schlecht, Alter. Mach ich auch nicht mehr. Schön nach vorne dehnen, komm. Nimm die Dehnung mit. Nicht nur hinten arbeiten. Ja. Hier, genau. Jawohl, schön. Nutzt die Maschine. Ja. Ellbogen. Hier rein. Jawohl. Komm. Komm, bisschen vorne. Hier vor den. Genau. Sehr gut. Auf. Komm. Helf, Mann! Komm, ich bin noch da. Ja. Geht. Okay.
Oh. Mach nicht ganz so. Ja. Löst du den Latt. Jawohl. Auf. Komm, isolier dich da rein. Konzentrier dich. Noch Zug. Gas, jetzt komm. Auf. Jawohl, vor. Ja. Komm. Zug, Mann. Ja. Okay. Die Hüfte nicht so aufdrücken. Kleine Änderung. Hauen mehr hier oben drauf. Machen die Dehnung noch schwieriger. Ist zwar gleiches Gewicht, wird aber ein Tick leichter sein, weil wir in der Dehnung am stärksten sind. Mach weiter. Weiter, komm. Anstrengen, Digga, komm. Anstrengen. Komm. Jawohl. Ja. Oh. Das musst du gleich probieren. Ha? Siehst du, wie weit ich nach vorne gehe? Ich gehe hier hin. Und Ja, aber dann drehst du dich auch mit rein. Dann dreht sich deine Hüfte ja, so weit. hier rein. Aber ich sag, hier darfst du nicht Ach auftreten. so, aber nach vorne dürfte ich auftreten. Ja, du dehnst ja hier sozusagen nach Ja, vorne. weil ich versuche schon, jetzt immer hier gar nichts zu machen mehr, sondern nur. Aber es macht Sinn. Liebe Grüße an Cornelius, mein Physio. Der hat sich gefragt, der analysierte unsere Videos auch mit der Trainingstechnik. Er hat auch gesagt, warum nutzt ihr nicht den vollen Bewegungsradius? Okay, dann ich sag dir mal, wie ich so stehe, warum ich es nicht mache. Das hier machen. Nee. Das hier machen Nee, ist nicht Schulter. das ist Schulter, ja klar. Aber hier, also nicht. Aber guck mal, wenn ich vorgehe und bis hierhin geht's. Weiter geht's nicht. Das hier. Was wäre das da? Wie bitte? Was wäre das da? Hier dehnst doch ultra mein Latt hier oben. So, bis hierhin geht's mein Latt. Ja, aber mach mal so. Ja, merkst du das? Ja, Digga, aber ich merk's auch in der Schulter so, wenn ich so mache. Ja, aber reißt du nicht am Latt? Ja, aber es ist auch die Schulter. Aber ich probiere es einfach jetzt, so wie du sagst, dann kann ich dir sagen. Ich gehe nur nach Gefühl im Training. Ja, nee, deswegen. So, by the way, ohne Kamera läuft es genauso ab. wir fachsimpeln dann über. Weil hier gehe ich mit dir mit, dass das hier voll behindert ist. Und Aber einarmig macht schon das Sinn. mag ich hier schon, weißt du, dieses. Ja. Ich meine mir gleich, hier ein bisschen hinten zu bleiben und nicht extrem so zu archen, bin ich Fan von. Aber bei dem hier hat sich schon, also gerade hat sich richtig geil angefühlt. Mach, probier aus. Vor allem die Maschine gibt's halt her. Richtig. Das ist das Ding. Die wird ja da vorne dann erst richtig schwer. Und wenn du nur hier hinten bewegst. Da, wo es schwer werden soll, wird es schwer. Ja. Ja, macht schon Sinn so. Oh. Komm, Mann. Heide. Oh, fuck. Aber hier bleiben. Ja, Schulter runter, vordehnen. Ja. Ja, linke Dynamik rein. Jawohl, wie so ein Kurzhantelruderer. Ja, dreh die Hüfte noch ein bisschen. Ja, genau hier. Hier genau bleiben. Und jetzt hier vor. Ja, und lass die Hand so. Genau. Yes! Jetzt sind wir da, Alter. Noch ein bisschen vor. Komm, dehnen. Hier vor. Jawohl. Komm, nicht die Hüfte. Bleib Hüfte drehen. Hier reingedreht bleiben. Ja. Ich bin mehr beschäftigt mit der Hüfte, wie dass ich mich da auf oben konzentriere. Ja, schon. Weil du es das erste Mal machst. Muss noch warm werden. Ja. Das ist auch so ein Ding für die Leute, die zuschauen. Euer Körper ist schlau. Wenn es richtig schwer wird,
wie beim Dennis am Rücken, der besteht ja aus Trapez und Mittel- und Rückenstrecker. Das ist ja 90% seines Rückens. Ist klar, warum ist der so groß? Weil sobald es schwierig wird, für Dennis die Kraft aus dem Lat direkt aufzubringen, sucht er sich den leichtesten Weg, der Muskel oder der Körper, und nimmt dann natürlich diesen fetten Muskel zur Hand, den er da hat, um das Gewicht zu bewältigen. Deswegen kann sich sowas natürlich erstmal ein bisschen eklig anfühlen. Ja, genau. Digga, jetzt ist hier richtig gut. Hier rein. Bam. Schulter runter dann. Ja, genau. Das arbeitet hier richtig gut. Genau das kleine Stück, was hier fett werden muss. Komm hier genau da rein. Schön, Dennis. Sehr gut. Weiter jetzt. Komm auf. Ja, komm. Einer. Ja, auf. Okay. Boah. Der war besser. Ja, Alter. Das hat genau der Part, der bei Dennis fehlt. Am Rücken. Ach, weil du hast doch bestimmt auch ein Video von dir. Hier sehen wir Dennis am Rücken. Das, was ich angesprochen habe. Wir analysieren das immer. Und der hat ja extrem dominant hier die Mitte und den Trapez. Das zieht ja extrem. Was fehlt beim Rücken, ist hier der Lat, dass der hier richtig rausquillt. Sprich, wir wollen genau den Punkt hier, das Ding hier erwischen damit. Und das hat gerade extrem gut funktioniert. Deswegen habe ich auch meine Hand hier hingelegt und geschaut, ob da wirklich Zug drauf kommt. Und es kommt Zug drauf. Der Witz ist, manchmal, wie jetzt zum Beispiel hier, da kann man das genau analysieren. Und obwohl das von hinten so aussieht, kann es von der Front an sich genau komplett. Von vorne kann es zum Beispiel da sein, aber von hinten nicht. Weißt du, warum es von vorne bei dir so aussieht? Wegen deiner Schultermobilität. Weil die sehr gut ist. Und du mit dieser Schultermobilität, ist lustig, weil ich jetzt letzte Woche mit Martin trainiert habe. Weil bei dem ist das ja das Problem, dass der sein Lat, der richtig fett ist von hinten, hier nicht richtig rauskriegt, weil der einfach die Schulter nicht hier vorbringt. Und das kannst du ja sehr gut, weil deine Side Tricep, die stehst du ja auch so ohne Probleme, was die Schultermobilität angeht. Wo es ja Kandidaten gibt, die machen so. Also die kriegen ja nicht hier aufgerollt. Und das ist halt die Schwierigkeit. Ich sag dir was, da war diese eine Übung, wo ich dir mal gesagt habe, mit diesem Kegel-Quatsch vom Sepp. Ich glaube, das ist Schultermobilität so. Das ist eine gute Übung dafür. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch dran arbeiten. Das ist so ein Ding, was wir im Open, ich analysiere das Ganze immer so. Und es fällt mir extrem auf, wie unmobil der Großteil in der Open beim Bodybuilding ist. Und wenn da mehr Mobilität reinkommt, hast du auf jeden Fall nicht nur geschmeidigeres Posing, sondern kannst dann auch deinen Körper viel besser ausbilden sozusagen oder ausprägen, die Muskulatur. Das haben wir doch erst am Freitag gemacht. Boah, jetzt habe ich die Scheiße. Aber nicht als fast vorletzte Übung. Muss da sein, Digga. Bin immer da. Jawohl. Eins. Zwei. Ja. Oh. Okay. So, fuck. Ballern! Weiter! Weiter! Okay. Das war wie, als würde da so ein LKW an mir dran ziehen. Kollege, was machst du da? Ein bisschen leichter bei mir. Was laberst du? Du hast genau das Gewicht letzte Woche auch gemacht. Soll ich wieder so ballern wie letzte Woche? Natürlich. Was laberst du? Wir wollen zum Olympia, Alter. Natürlich. Auf geht's, ich bin da. Kann eh nichts passieren. Konzentrier dich jetzt. Ja! Sehr runter. Vollgas. 1, Jawohl. 2, 3 ab und ab. Komm jetzt. Auf. Komm. Jawohl. Zug. Weiter. Komm, Dennis. Alles für den Olympia. Komm. Weiter. Wir haben ein Jahr Zeit. Komm. Ich bin da. Komm jetzt. Geht. 2 noch. Noch eine. Ja.
Wo war jetzt das Problem, Digga? Ich verstehe es nicht genau. Er triezt mich immer zur Bestleistung. Mama muss mal einfach ballern. Obwohl, die waren schon besser wie letzte Woche, gell? Ja, völlig in Ordnung. War auf jeden Fall in der Baller-Ego-Referenznummer war das auf jeden Fall eine solide 7,5 von 10. Brust dran lassen. Arsch ein bisschen nach hinten. Lass die Brust da dran. Und zieh dich nur mit der Brust durch. Noch ein bisschen mehr. Hier. Ja, Arsch ein bisschen zurück. Probier's mal. Jetzt nicht verrutschen, geht nicht. Auf. Komm. Jawohl, schön hier. Hier. Genau, Schulter runter. Ja, genau. Komm, ich bin da. Auf. 2 noch. Und noch eine. Ja. Wir machen jetzt 7-7-7. 3x7 Wiederholungen. Mit jeweils dann einem Dropsatz. Also der erste wird ein bisschen bodenlos, weil Dennis nur die 5er runterzieht. Und dann erst der 15er. Also ja. Aber ich weiß das hier noch durch. Und dann ist der Job erledigt. So gut wie immer noch Klimmzüge. Aber das weiß Dennis noch nicht. Langsam kann ich mich darauf einstellen. Aber das ist so das letzte richtig mental harte. Ja. Also, okay. Jawohl. Komm jetzt, Mann. Auf. Streng dich an. Komm! Ja. So. Komm! Weiter! Gut! Schlaglos weiter! Ein! Okay. Ah. Ein noch. Ein noch. Schon 7. Weiter! Richtig nice. Schon richtig eklig. Wenn man nach Rücken fast kotzen muss, dann ist auf jeden Fall ein gutes Signal. Nee, ich sag dir was, ich bin mental am Rücken mehr durch wie nach Beine. Von Beine körperlich, aber mental mehr vom Rücken. Rücken ist härter als Beine für dich mental? Vom Mentalen her, weil ich mich so konzentrieren muss auf meinen Muskel. Ja. Bei Beine Musst du einfach nur ballern. ballern mir halt und das funktioniert halt so. Aber das Rücken, da muss ich mich mental so auf die Übungen konzentrieren. Da hast du noch den, der immer sagt, Hüfte gerade, das gerade, Arm eindrehen, Ellbogen an die Hüfte. Geil. Ja, aber scheint ja zu funktionieren. Ich sage ja nichts. Ich sage ja nur, dass es mental anstrengender ist. Würde ich aber auch genauso zustimmen, Bro. Okay. Weil wir treffen halt bei Brust oder Beine, ist die Technik so verinnerlicht, dass es funktioniert. Und da man bei Rücken ziemlich präzise trainieren muss, ja, ist es schon kognitiv und körperlich fordernd. Und das muss man beides balancieren. Aber das ist schon übel, das Ding. Komm. 1, 2, unten rein. Komm, konzentrier dich auf unten. 4, 5. Komm, aus dem Rücken raus. Zieh aus dem Rücken an. Ja. Jawohl. 1, 2, 3. Komm jetzt. 4. Auf. 5. Komm.
Oh, hey, Dennis, komm jetzt! Komm, Mann! Letzte, komm jetzt. 1, 2, unten rein. Brust raus. 3, 4, 5, komm jetzt! Auf! Letzte! Rein! Jawohl. Sehr gut. Auf. Geht. Komm hoch. Eine. Okay. Aushängen am Ende vom Training so geil. Ist A, sehr gut für eure Schultermobilität. B, dehnt es nochmal einfach richtig gut auf, das Ding. Und finde ich, gibt so ein Abschlussfeeling dann. So, mittendrin würde ich es jetzt nicht machen, würde ich mich mal so ein bisschen dehnen, so. Nee, mittendrin davon. Aber nicht so mit Gewicht und lange. Ja. Mehr gibt es nicht mehr zu sehen. Also, Post-Workout-Meal. Seht ihr gleich, was es gibt. Machen wir uns auf den Weg. Wir wollen heute nämlich nicht zum Korean Barbecue, sondern wir wollen zum Sushi. Weil wir keinen Bock haben, das ganze Zeug erstmal auf den Grill zu laden. Wir brauchen jetzt Druckbetankung. Da fliegt jetzt erstmal ordentlich Sushi in den Helm. Weil wir haben schon 18 Uhr, oder? Ja, wir haben es 18 Uhr. 18 Uhr, 2 Meals. Das wird eine lange Nacht. Scheiße, Mann. Ich bin gefangen im Teufelskreis. Ich schreibe dir dann heute Abend um 1 Uhr, Ja. 2 Uhr, ob noch warten Und willst. wie ist die Lage? Letztes Mal sage ich gleich Schoko Crispies. Ja, mach ich direkt jetzt auch, wenn ich Safe. heimkomme. Ah, hier. Da haben wir's. Inhalier das Ding mal. Kennt ihr euch aus oder soll ich euch sagen, was das ist? Ach, wir essen einfach. Wir essen Okay, das. guten Appetit. Aber Danke. tust mir gefallen, kriegst du noch einen Apfelsaft schon, Ja. aber mit Eis, bitte. Ja. Okay. So. Macht es eigentlich high, wenn man das inhaliert? Digga, was habe ich dir vorhin gesagt? Magic. Ja, ja. Die Magic passiert gleich im Bizeps hoffentlich. Wie lange haben wir gewartet, Urs? Digga, wir haben eine Stunde gewartet. Also film jetzt nicht, sondern ess, mein Lieber. Ich mach das, jetzt würden mich wahrscheinlich alle Japaner hassen. Warte mal, Wasabi mit Soja? Ja. Sushi muss halt auf jeden Fall helfen. Die Rolle ist geil, die ist mit Ding. Sushi geht immer. Sushi geht immer und in Mengen. Es sind noch 3 Pieces übrig. Und wer ist mal wieder hier am Arbeiten? Ja. Und wer hat schon die Aufgabe? Aber ich habe am Anfang richtig mit Speed vorgelegt, Alter. Aber richtig. Digga. So wird's nix mit der Quali. So. Pack Wer dir geht- das Ding mal? Wer pack dir geht das noch ins Ding mal? Auto und ballert sich noch eine Packung Gummibärchen mit diesem... Ballerst du jetzt erstmal das Ding noch, ich das Ding hier. Stößchen. Stößchen. Also, Stößchen. So lobe ich mir das, Junge. Aber wir müssen wirklich sagen, es war ein sehr gutes Sushi hier, muss man ehrlich sagen. Wir haben zwar ewig gewartet, aber war brutal. War schon echt sehr, sehr stark, muss man sagen. Generell heute starkes Training gehabt. Starkes Meal danach. Genau. So müsst ihr es machen, um zu wachsen. Also nehmt euch einen Trainingspartner, eine Trainingspartnerin, bolzt euch weg, geht was essen danach und dann schön schlafen. In diesem Sinne Gehst du jetzt schön schlafen? können wir auch ausleiten. Wir sind raus für heute. Unterstützt Dennis mit Code Schwabe bei ESN oder Code Polacco, wisst ihr Bescheid. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Aber ich sehe noch ein Piece, Dennis. Ah, mach Polacco weg. Nicht übertreiben hier.